Hallo, schön dich heute zu sehen. Heute komme ich zu einem Thema, das mich seit 10, 20, 30 Jahren vielleicht bereits beschäftigt. Und zwar die Frage, kann Gott zornig sein? Nun, wir leben in einer Zeit, in der wir es mit Menschen zu tun haben, die viele Defizite haben. Ja, also viele Menschen kommen aus zerbrochenen Familien, haben kaum heilende Vaterschaft oder Vater- und Mutterbeziehung erlebt, sind in einer Leistungsgesellschaft immer unten durch, haben vielleicht selbst versucht, durch Leistung sich etwas zu beweisen. Und all diese Realitäten bewirken ja, dass wir einen Fokus legen auf die Vaterliebe Gottes, auf Gottes Liebe, auf Gottes Geduld, auf Gottes Nachsicht, auf seine Herzlichkeit. Und wir sehen in Vaterschaft vor allem Hinwendung, ja, die emotional positiv ist. Und wir tun uns schwer dann mit dem Gedanken, kann Gott zornig sein? Und da gibt es zwei Reaktionen. Die eine sagt, ja, kann er wohl, aber wir beschäftigen uns mal lieber nicht damit. Oder wir sagen, nö, Gott kann gar nicht zornig sein. Und ich habe gemerkt, es ist so eine Frage von Balance in unserem Leben. Gottes Zorn hat ja weniger damit zu tun, dass er uns dann schlägt, sondern hat mehr mit der Frage zu tun, habe ich eine gesunde Gottesfurcht? Und ist Gottesfurcht Angst vor Gott oder ist es Respekt vor Gott? Und mir fällt zum Beispiel auf, heute, wenn du Straßenbahn fährst und da ist ein 10-Jähriger, der gamet an seinem Telefon, da kommt eine 80-jährige Person in die Straßenbahn rein und der 10-Jährige wird von seiner Mutter, die neben ihm sitzt, nicht ermutigt aufzustehen für diese 80-jährige Person, die vielleicht dann stöckend in die Straßenbahn gekommen ist. Das heißt, wir leben in einer Zeit eines Mangels an Respekt, eines Mangels an ehrfurchtsvollem Umgehen miteinander, auch von einem Respekt gegenüber älteren Menschen oder gewissen Erfahrungen. Wir haben diese Teile in der Gesellschaft mehr oder weniger aufgelöst und sind ganz zum alleinstehenden Wert des Individuums gekommen. Und dort haben wir ein Problem. Das nämlich, dass wir auch das Evangelium nur noch auf eine individuelle Person und ihre Sachlage beziehen und gar keine allgemeingültigen Werte mehr verfolgen. Das sieht man in der Politik zum Beispiel. Einzelne Parteien, die sämtliche Werte des Umgangs über den Haufen geworfen haben. Und es sind, das tut mir leid, meistens Links- oder Rechtsparteien, die außen vor, links oder rechts, und die eben diese Kultur eines gewissen Respekts vermissen lassen. Doch ich möchte eine Schriftstelle lesen, die mir sehr stark geholfen hat, den göttlichen Zorn besser zu verstehen. Und zwar im Epheserbrief Kapitel 5, Vers 6. Übrigens Kapitel 5 liest man viel weniger als Kapitel 4 und 6. Das nur als Nebensatz. Niemand soll durch leere Worte verführt werden, denn durch solche Dinge kommt Gottes Zorn auf die, die ungehorsam sind. Und ich habe plötzlich gemerkt, hey, ich muss in meinem Verständnis diesen Satz auf mein Innerstes wirken lassen, aber auch verstehen, von einer anderen Seite her verstehen. Was steht hier? Wer ungehorsam ist Gott gegenüber, auf den kommt Gottes Zorn. Wir sollen nicht Gemeinschaft pflegen mit denen, die ungehorsam sind. Dann kommt die Frage, eine logische nächste Frage, was heißt es dann, gehorsam zu sein? Und jetzt kommt eine mögliche Antwort. Gehorsam heißt, es gibt Gesetze, wenn wir die übertreten, dann sind wir ungehorsam, dann kommt Gottes Zorn. Und ich würde das anders anschauen heute, und zwar sehr bewusst. Wozu hat sich Gott geäußert, wenn er uns einen Rahmen gibt? Andere sagen Gesetze, Rahmen zum Leben gibt. Die Motivation für Gott war und ist, dass wir ein besseres Leben haben.
Ich kann jeden Menschen fragen, Christ oder nicht Christ, hier im Osten, meine Nachbarn, was ist besser, Hass oder Vergebung? Es hat noch keiner mir gesagt, Hass ist besser. Keiner. Das heißt, dieses Bewusstsein, es gibt ein gutes Leben, etwas, was mir zum Leben dient, das mich vorwärts bringt, das ist bei den meisten Menschen vorhanden. Gott jetzt gibt uns sozusagen Guidelines, Straßenschilder zu einem Leben im Glück. Und die, die sich daran halten, die können diesen Weg zum Glück und zur Erfüllung erfahren. Und die, die sich von diesen Schildern abwenden, müssen automatisch die Konsequenz tragen und dort liegt der Zorn Gottes. Mit anderen Worten, Gott kann zornig sein, aber er unternimmt alles, damit wir nicht die Konsequenz von Fehlverhalten erleiden müssen. Und das können wir, wenn wir seinem Wort und seinen Absichten in unserem persönlichen Leben Raum geben. Das führt uns letztlich zu einem erfüllten Leben. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und eine Powerwoche.